Wer bin ich? Was macht mich aus? Und was hat Social Media damit zu tun? Dieses Video schaut sich aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive an, wie die App TikTok und Identität zusammenhängen. TikTok ist eine der beliebtesten Social-Media-Apps unserer Zeit. Allein in Deutschland haben sie 19,2 Millionen Menschen installiert. Ich benutze TikTok schon mehrmals am Tag auf jeden Fall. Es ist weniger geworden, seit ich die Benachrichtigungen ausgestellt habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall mehrmals am Tag. Ich benutze TikTok eigentlich nicht so oft, meistens einmal die Woche. Ja, meistens am Abend daheim, wenn ich auf der Couch hocke, ein bisschen Fernsehen schaue nebenbei. Eigentlich fast überall. Also meistens, glaube ich, daheim, aber auch gerade wenn man so im Bus oder in der Bahn sitzt, auch oft. Vor allem unter Jugendlichen ist TikTok beliebt. 73% der 16- bis 19-Jährigen in Deutschland nutzen die App. Sie sind die größte Gruppe der NutzerInnen. TikTok ermöglicht NutzerInnen das Erstellen und Anschauen von kurzen Videos. Durch den Algorithmus ist die Startseite, die sogenannte For You-Page, auf die eigenen Interessen zugeschnitten. Eines haben alle For You-Pages gemeinsam: die schnelllebigen und beliebten Trends. Sie reichen von einstudierten Tänzen über Challenges bis hin zu kurzen schauspielerischen Darbietungen mit entsprechenden Sounds. Hier werden zum Beispiel Szenen aus Filmen oder Serien nachgestellt. Stopp da. The Queen is coming. Trends entstehen durch das häufige Teilen und Mitmachen bestimmter Inhalte. Durch die hohe Zahl an NutzerInnen weltweit ist die Vielfältigkeit der App beinahe unbegrenzt. Und je mehr Menschen aktiv an den Trends teilnehmen, sie aufgreifen und dazu Videos produzieren, desto mehr Inhalte gibt es. TikTok bietet also die Möglichkeit, durch das Erstellen von Videos die eigene Kreativität auszuleben und ist deshalb so beliebt. Aber was hat das jetzt mit dir und deiner Identität zu tun? Vielleicht hast auch du dich mal gefragt, wer du bist und wo du dazugehörst. Dann hast du dich schon mit deiner eigenen Identität auseinandergesetzt. Was ist Identität? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. Er bedeutet so viel wie Zugehörigkeit zu Ähnlichem. Wir identifizieren uns beispielsweise durch Hobbys, Freundeskreise oder alltägliche Gewohnheiten. Dabei wählen wir das, was uns am ehesten entspricht, unseren Interessen zusagt und was wir mit anderen teilen können. So fühlen wir uns einer Gemeinschaft zugehörig. Das kann man auch bei TikTok beobachten. Tatsächlich. Ich nutze TikTok wirklich, um in Kontakt mit meinen Freundinnen zu bleiben, beziehungsweise Freundinnen benutzen TikTok, um in Kontakt mit mir zu bleiben. Ja, also ich schicke auf jeden Fall meinen Freunden viel Sachen. Ich bekomme auch viele Sachen, aber so als direkten Kontakt würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt bezeichnen, weil es ist ja nicht so, dass man dann so mal zwischendurch fragt, so hey, wie geht's dir? Sondern es ist halt wirklich einfach so, ich habe was Witziges gefunden, schau es dir an. Also das machen wir schon, wenn wir was Lustiges sehen, aber jetzt, dass wir da chatten oder sowas, das nicht. Ich krieg Videos geschickt, die Leute lustig finden. Ich schaue mir sie an und that's it. Wenn ich dann mal manchmal auf TikTok bin, dann verschicke ich auch Videos. Geteilte Interessen sind bei TikTok wesentlich. Und sie haben auch etwas mit Identität zu tun. Denn Identität bedeutet einerseits die Zugehörigkeit zu etwas oder jemandem. Zum Beispiel können wir uns mit unserem Freundeskreis, der Stadt, in der wir wohnen, oder Personen aus unserer Altersgruppe identifizieren. Wir nehmen Besonderheiten dieser Gruppe an und formen so unser Selbstbild. Andererseits sind wir damit auch ganz viel nicht. Wir grenzen uns ab von denen, die nicht zu unserem Freundeskreis, nicht zu unserem Wohnort und nicht zu unserer Altersgruppe gehören. Identität ist immer beides: Zugehörigkeit und Abgrenzung. Fühlen wir uns einer Gruppe zugehörig, entwickeln wir in ihr eine kollektive Identität. Das bedeutet, dass sich ein Gemeinschaftsgefühl einstellt. Wir fühlen uns mit den Eigenschaften verbunden, die alle Mitglieder einer Gruppe scheinbar gemeinsam haben. Zum Beispiel der Humor, der vom gesamten Freundeskreis geteilt wird. Wir erleben ein Wir-Gefühl, wenn wir diese Eigenschaft annehmen und teilen. Auf TikTok spiegeln sich Teile von Identität auf der personalisierten For You-Page wider. Durch das Liken und Teilen von bestimmten Inhalten wird die Startseite auf deine Interessen zugeschnitten. Zu einer kollektiven Erfahrung wird TikTok über sogenannte Bubbles. Hier kommen alle mit gleichen Interessen zusammen.
Charakteristisch für die Bezeichnung dieser Bubbles ist die Wortzusammensetzung aus der Silbe Talk und der entsprechenden Kategorie, zum Beispiel Dance Talk, Book Talk oder Food Talk. Bei Dance Talk werden immer wieder neue Choreografien zu bestimmten Songs ausgedacht und von den NutzerInnen erlernt, gefilmt und geteilt. Das kann zum Beispiel so aussehen. Solche Gruppierungen zeigen sich auch außerhalb von TikTok. FreundInnen treffen sich, um Videos für die Plattform zu drehen und zusammen zu schauen. Inhalte werden im Freundeskreis diskutiert und Sounds fließen in den alltäglichen Sprachgebrauch von NutzerInnen ein. All das schafft Zugehörigkeit. Ich habe internetspezifisches Vokabular in meine Alltagssprache integriert. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt TikTok-spezifische Sachen gibt, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwie Trends zitiert oder ja, einfach Verweise auf TikTok-Trends gegeben. Ich glaube meistens so generell diese Jugendsprache, dieses Denglisch. Ja, das benutze ich schon ab und zu. Ja, ich denke, so Vokabular gewöhnt man sich immer an. Also, weil man wird ja ständig von irgendwas beeinflusst. Und ich meine, gerade Jugendsprache ist halt ein großes Thema und TikTok wird halt viel von Jugendlichen benutzt. Also ja, denke ich, da sind schon auch definitiv Einflüsse dabei. Im echten Leben reden wir eigentlich nicht immer über alles, was wir uns gegenseitig schicken. Ich habe Freunde und Freundinnen, wo wir quasi eigentlich gar nicht über TikTok reden. Dann habe ich aber auch andere Menschen, wo wir uns dann TikToks gar nicht hin und her schicken. Mit meiner besten Freundin zum Beispiel warten wir einfach, bis wir uns das nächste Mal sehen und zeigen uns dann gegenseitig TikTok-Videos, die wir cool finden. Online- und Offline-Leben sind eng miteinander verknüpft. Was wir in einem Bereich erleben, hat auch Auswirkungen auf den anderen Bereich. Und wenn NutzerInnen auf TikTok einer Bubble angehören, dann kann das auch in ihrem Freundeskreis eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie miteinander gesprochen wird oder welche Inhalte als sehenswert oder lustig empfunden werden. Für viele Menschen ist TikTok ein fester Bestandteil des Alltags. Sie benutzen die App, schauen Videos, produzieren selbst welche. Sie können dabei Zugehörigkeit erleben und grenzen sich damit auch ab. Das Gemeinschaftsgefühl steigt, wenn man bei aktuellen Trends mitmachen kann oder sich über sie unterhält. Dann wirkt sich die Nutzung der App auch auf das Offline-Leben aus. Manche Personen nehmen TikTok-Sounds in ihren Sprachgebrauch auf, andere teilen mit FreundInnen, was sie in der App erleben. Identität und TikTok. Hättest du gedacht, dass beides zusammenhängt? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare und schau dir auch unsere anderen Videos zu Social Media an.